Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Unsere Zeitreise führt uns in diesem Video nach Eisenach im Westen Thüringens. Eisenach, das ist ein Touristenziel, das ist bekannt wegen der Wartburg als Lutherstadt und Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach. Im Video, da gehen wir ungefähr 25 Jahre zurück. Das hier sind aktuelle Aufnahmen und das hier sind Aufnahmen aus dem Jahr 1994. Da sind wir jetzt 1994 in der Altstadt von Eisenach unterwegs. 1975, da hatte man hier Altstadtquartiere abgerissen und neue Wohnanlagen gebaut. Vieles andere wurde hier vernachlässigt und musste dann später abgerissen werden. Zwei Plakate an einer Hauswand, die könnten aus dem Wahlkampf zur Bundestagswahl 1990 stammen. Ja, Eisenach hat ja eine besondere Beziehung zur Politik, insbesondere zur SPD. Der Grund dafür steht hier auf dieser Tafel, wie wir auf den Aufnahmen von 1994 sehen. Die Tafel, die befindet sich am Goldenen Löwen. Das ist ein ehemaliges Gasthaus. Hier erinnert man an die Gründung der SDAP. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die wurde hier 1869 gegründet. Später entstand aus der SDAP die SPD. 1994, da war das hier schon Gedenkstätte und es gab ein kleines Museum. Gedenkstätte war das Ganze hier schon seit 1967. Inzwischen ist das Museum restauriert und sehr modern eingerichtet. Seit 1992 gibt es hier 3 Ausstellungen, eine zu August Bebel, eine zu Eisenach zur Zeit des Kongresses und der Eisenacher Kongress 1869. Das sind jetzt aktuelle Aufnahmen von der Gedenkstätte. Man sieht, es ist von außen frisch renoviert worden und innen drin, wie gesagt, da gibt es eine sehr moderne Ausstellung. Auch 1994 ist man in Eisenach an einigen Orten auf Johann Sebastian Bach gestoßen. Da gab es nicht nur diese Statue, sondern das hier, das ist das Bachhaus. Seit 1907 ist das Geburtshaus von Bach schon Museum. Das wurde in den 70er Jahren schon erweitert und umgestaltet. Und das hier sind Bilder 2005 bis 2007 hat man hier einen Neubau am Bachhaus gemacht. Den sieht man da rechts. Sämtliche Bauten wurden restauriert und die Ausstellung wurde komplett erneuert. Hier sind wir vor 25 Jahren an der Georgenkirche. Das ist die Hauptkirche von Eisenach. Das hier sind erstmal die Grabplatten der Thüringer Grafen. Und eine Platte hier, die erinnert an Johann Sebastian Bach, denn in dieser Kirche wurde er getauft. Und dann gibt es in Eisenach hier natürlich Luther. Das hier ist das Lutherhaus 1994. Hier wohnte Martin Luther nach der Überlieferung bei der Familie Cotta während seiner Schulzeit. Seit 1956 ist im Lutherhaus ein Erinnerungsort, das ist eine Mischung aus Gedenkstätte, Sammlung und Museum. Erst 1996, also 2 Jahre nach diesen Aufnahmen, wurde hier alles modernisiert und diese Dauerausstellung Martin Luther neu entdecken entwickelt. So sah das Museum 1994 aus und das hier sind Bilder, wie es jetzt ausschaut. Und jetzt danach kommen ein paar Bilder, wie die Ausstellung 1994 hier ausgesehen hat.
Ja, hier ist die Parkplatzausschilderung für die Wartburg 1994 und dann geht der Fußweg da hoch. Unten am Fuß, da befindet sich die sogenannte Eselstation. Die gibt es hier schon seit 1900, seitdem nämlich können Touristen hier mit Eseln hochreiten. Inzwischen betrifft das allerdings nur noch Kinder. 8 bis 10 Esel gehen diesen 400 Meter langen Weg zur Burg hinauf. Ja, heute wie damals, der Weg hoch zur Burg, der ist schon anstrengend. Hier geht er über Treppenstufen. Man hat allerdings oben schon vom Vorplatz aus eine sehr schöne Aussicht über Eisenach. Die meisten Besucher kommen natürlich damals wie heute wegen der Wartburg nach Eisenach. Ich selber bin 1990, kurz nach der Grenzöffnung schon hier gewesen, war mein erstes Ziel, weil die Wartburg, die ist wirklich sehr eng mit der Geschichte Deutschlands verbunden. Auch an diesem Tag vor 25 Jahren war es hier oben schon rappelvoll. Die Wartburg, hier lebte Elisabeth von Thüringen. 1521-22 war Martin Lucker hier. Er versteckte sich hier als Junker Jörg und in der Zeit hier oben, da übersetzte er das Neue Testament der Bibel. Johann Wolfgang von Goethe, der war mehrfach hier. 1817 fand das erste Wartburgfest statt, das zweite dann 1848 im Revolutionsjahr. Seit den 50er Jahren gab es hier oben schon umfassende Restaurierungsarbeiten. Seit 1990, da ging es dann erst richtig los mit der Bauforschung und Restaurierung von Kunstwerken.
Ja, das war's dann von mir aus Eisenach. Man sieht, vor 25 Jahren, da hat es hier schon einige sehr interessante Sachen gegeben. Die sind inzwischen wirklich herausgeputzt und restauriert worden. Und das Glanzstück, das ist natürlich die Wartburg. In diesem Sinn, tschüss.